Ja, hallo Mädels und Jungs. Willkommen bei einem neuen Video von EDFZ1. Thema heute Helm-Gegensprechanlage, die ich mir zugelegt habe. Die Foodsports V8 Pro. Und Erfahrungsbericht, Einbau habe ich euch ja schon gezeigt und worauf man aufpassen muss. Und diesmal kurzes Resümee. Ich habe es ja einmal im Schubert C3 eingebaut, im Konzept 3. Und einmal in meinen Nolan N41R oder 81R, ja. Jedenfalls, Montage war innerhalb kürzester Zeit erledigt. Natürlich müsst ihr euch schon eine knappe halbe Stunde Zeit nehmen dafür, aber normalerweise braucht es eigentlich nicht mehr. Ja, und als Erfahrungsbericht kann ich euch sagen, Sprechqualität natürlich hervorragend, traumhaft gut. Telefoniert mit meiner Frau bei 105 km/h mit der Freevand, Einzylinder, der doch etwas lauter ist und viele Windgeräusche am Helm auch zulässt durch die kurze Scheibe. Und es war phänomenal gut. Also sie hat geglaubt, ich stehe neben ihr und unterhalte mich mit ihr. Man hat gar nicht gemerkt, dass ich telefoniere. Also wirklich hervorragend. Tja, also das zum Telefonieren. Das Einzige, was etwas nachteilig ist, oder was ich halt nachteilig empfinde, wenn man mit Bluetooth das Handy verbindet, also das Mobiltelefon, dann werden die Anrufe automatisch nach dem zweiten Klingeln automatisch durchgeschalten. Somit hat man eigentlich nur die Möglichkeit, innerhalb dieser zwei Klingeltöne das Gespräch abzulehnen. Ansonsten wird der Anrufer automatisch angenommen und das Gespräch durchgestellt. Stellt im Prinzip kein Problem dar, aber hauptsächlich geht es eigentlich darum, dass das halt bei manchen einstellbar ist, hier nicht. Ja, das ist zu der Anruffunktion. Mit anderen Gegensprechanlagen habe ich es noch nicht verbunden. Angeblich soll das nicht so einfach sein und mit manchen auch gar nicht funktionieren. Mag sein, war eigentlich nicht mein Hauptgrund und auch nicht meine Intention, es zu kaufen. Denn für mich war noch eine andere Funktion noch sehr wichtig, die Radiofunktion. Ja, und die Radiofunktion ist natürlich genial, hat einen wirklich hypersensiblen Tuner. Warum? Weil ich nämlich auch in Wien noch einen tschechischen Sender empfangen kann, was ich mit wirklich tollen und extravagant teuren Autoradios nicht schaffe. Also der Tuner ist wirklich spitze. Es gibt natürlich keine Frequenzanzeige, wäre auch unnötig, weil sie seitlich am Helm ist und ich sie eh nicht sehen würde. Aber man kann sowieso die Sender einstellen mit Plus Minus hier, also seht ihr auch die Lenkerfernbedienung, die man leicht mit den Daumen erreichen kann.
Hier kann man auch Gespräche annehmen, ablehnen, mit den anderen verbinden, Radio ein-, ausschalten. Laut, leise, alles, was man auf dem Headset genauso machen kann. Nur nicht ausschalten, das geht nur am Headset. Ist aber auch nicht notwendig. Und Radiofunktion hervorragend, wirklich tollen Empfang. Und der Riesenvorteil von so einem wirklich sensiblen Tuner ist, dass ich einen Sender zum Beispiel von Wien, wo wir uns jetzt gerade befinden, fast bis in die Tschechei hinauf, also das sind rund 50, 60 Kilometer, hören kann, was ich mit einem Autoradio nicht schaffe. Da muss ich vorher den Sender wechseln oder mit RDS-Sender wechseln. Das brauche ich hier eigentlich nicht. Also er ist wirklich toll. RDS hat es nicht. Ja, ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber ich merke eigentlich nichts davon. Und ja, Radiofunktion ist toll. Ich schalte sie mal ein. Vielleicht hört ihr irgendwas. Ja, und ich höre eigentlich auf der leisesten Lautstärke. Ja, Sender verstellt. Und das, was ich eigentlich nur machen muss, ist, wenn ich über 100 km/h fahre, muss ich die Lautstärke eigentlich nur um 1-2 Stufen erhöhen, um den Radio wieder in Ruhe zu hören. Zumindest die Sprache, die Musik lässt sich gut hören und verstehen. Ja, eines ist mir noch aufgefallen, wenn man das Headset einschaltet und das Mobiltelefon ist noch nicht das Bluetooth eingeschalten, dann kann es ab und zu dazu kommen, dass die Telefonfunktion nicht verbunden wurde, sondern nur die Medienfunktion. Das heißt, ich könnte natürlich Radio einspielen, ich könnte Musik vom Mobiltelefon einspielen, aber telefonieren würde nicht funktionieren. Es ist halt zweimal bis jetzt passiert. Das Einzige, was man machen sollte, wäre die Bluetooth-Funktion am Mobiltelefon vorher aktivieren, dann erst das Headset aufdrehen oder einschalten, dann besteht dieses Problem nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Musik oder den Radio gehört habt. Ich habe ihn vorhin eingeschalten gehabt und ja, jetzt muss ich nur noch mal schauen, weil ein Freund von mir kauft sich auch diese Bluetooth-Gegensprechanlage oder Helm-Gegensprechanlage und wir werden dann natürlich miteinander das verbinden, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Ja, und wie ihr seht, wir sind ja nicht so langsam unterwegs, auch nicht so schnell, aber die Freeride ist natürlich auch kein Sportmotorrad und also ist gerade für sie ein angenehmes Tempo. Ja, und da wäre Telefonieren an sich überhaupt kein Problem, auch nicht von den Nebengeräuschen her. Ja, also das ist mal meine Erfahrung. Musik, also irgendwelche Musiktitel vom Mobiltelefon habe ich noch nicht eingespielt, die Medienfunktion habe ich noch nicht getestet, wird aber sicher funktionieren. Ist aber bei dieser Gegensprechanlage nur per Bluetooth möglich, weil es keinen Eingang hat, also keinen Anschluss für einen Walkman oder für einen Entschuldigung, MP3-Player. Somit
kein Klinkenstecker oder so vorhanden. Und tja, Fazit, ich bin extrem zufrieden. Es erfüllt die Erwartungen, die ich darin gesetzt habe, mehr als erwartet. Es ist wirklich toll und ja, bei einem Preis von 104 Euro für dieses Headset muss man sagen, ist die Qualität top. Von der Verarbeitung, vom Gespräch, von allem drum und dran. Das NFC funktioniert auch sehr gut. Ja, es gibt eigentlich gar nichts zu sagen, außer es war die richtige Entscheidung, nicht mehr als 200 Euro auszugeben für etwas in Österreich erhältliches, das vielleicht eine oder zwei Funktionen mehr hätte, die ja, ich aber dann vielleicht eh nicht brauche. Ja, so ist es. Und ja, wenn ihr euch entscheidet, so etwas zuzulegen, dann überlegt euch natürlich vorher, für was braucht ihr es. Was ist die Prämisse dahinter? Also wollt ihr nur intern euch unterhalten oder wollt ihr Radio hören oder wollt ihr ab und zu einen Anruf nur entgegennehmen? Und je nachdem braucht ihr euch dann nur entscheiden, welches Gerät ich nehme. Und es ist natürlich unnötig, irgendein extrem teures Gerät zu kaufen, deren Funktionen ich dann irgendwann nicht oder meistens nicht nutze. Und ja, das war's. Wir fahren noch ein Stück Autobahn und natürlich aus Wien hinaus und werden uns dann auf ein paar schöne Straßen begeben. Allerdings weiß ich nicht, ob mein Akku heute noch so lang hält. Also Leute, wir sehen uns und ja, mir bleibt nur noch eines zu sagen, wie immer, oben bleiben,